Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Wir haben aktuell etwa 35 Grad. Es ist brütend heiß. Doch, da hinten wird es schon ganz schwarz am Horizont und wir dürfen ein gewaltiges Gewitter erwarten und ich freue mich schon drauf. Tut manchmal ganz gut solch eine Abkühlung. Ja, wir sind nur maximal 10 Gehminuten von zu Hause entfernt und haben genügend Schatten zur Verfügung. Außerdem hat Vito top körperliche Konstitution. Es herrscht hier also überhaupt keine Gefahr für ihn vor, wenn es um Temperatur geht. Da passe ich schon auf. Ja, bevor wir mit dem Video heute starten, ganz kurz eine Information für Sie bezüglich meines letzten Videos mit dem Titel Trigger Alarm of Dog Special. Dieses Video hat enorm viel Staub in der Community der Dog Special Zuseher aufgewirbelt. Ich sage Ihnen was. Um 6 Uhr morgens ging dieses Video online, um 22 Uhr abends habe ich das Internet auf meinem Telefon deaktiviert und in dieser Zeit erreichten mich sage und schreibe 102 E-Mails von Ihnen zu diesem Video. In der Zeitspanne von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends in dieser Form, in dieser Menge ist das bis jetzt noch nicht geschehen. Also dieses Video hat schon etwas Staub aufgewirbelt. Aber das Beste daran ist, dass alle 102 Videos, so wahr ich hier stehe, ich lüge sie nicht an, wenn da eines dabei gewesen wäre, das anders ausgesehen hätte, würde ich Ihnen das jetzt sagen. Glauben Sie mir. Alle 102 E-Mails waren in positiver Art und Weise zum Video an mich gerichtet und das hat mich sehr gefreut. Nochmal herzlichen Dank dafür. Das zeigt mir, dass es noch sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, wenn man sich das Verhältnis ansieht, die das auf dieselbe Art und Weise sehen, wie ich das tue. Und das tut gut. Ja, ganz kurz, nochmal kurz ausgeholt. In einem Video wurde mir gesagt, da hat der Verfasser geschrieben, er findet es eigenartig, dass solche Menschen mich kontaktieren, denn die müssen ja eigentlich, wenn sie schon mal ein Video gesehen haben oder den Titel gelesen haben, wissen, in welche Richtung meine Videos gehen und dann sich denken können, das ist nichts für mich. Dachte ich mir auch oft und oft habe ich mir gedacht, die nehmen die Rolle eines Missionars ein, ja, der sie von irgendeinem Glauben überzeugen möchte. Doch na, Missionare sind hier im Vergleich dazu sicher harmloser, denn die zwingen sie zu nichts. Ja. Diese Leute kommen mir häufiger vor wie die Inquisition oder wie Sittenwächter, denn von denen werden sie bestraft, wenn sie ihre Meinung nicht teilen. Ja. Und ja, was sie davon haben, ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch damals die Kommentarfunktion auf meinem Kanal deaktiviert. Weshalb ich das getan habe, habe ich Ihnen schon erklärt, denn da sind manchmal Leute reingekommen, dessen Kommentare wo ich den Filter eingeschalten habe, das können Sie ja als Kanalbetreiber, diese Kommentare musste ich löschen, weil ich sie Ihnen nicht zumuten wollte. Da wurde unter Hunden, welche ich von meinen Zusehern vorgestellt habe, da wurden Dinge geschrieben wie hässlicher, fetter Köter oder unter Videos, welche Themen rund um Hunde behandelten, wurde geschrieben, alle Köter sind scheiße, gehören in den Mistkübel und lauter so sagen, ja, hier weiß ich auch nicht, was solche Leute im Sinn haben. Ja. Ich gehe mal davon aus, die suchen einfach nur Stress. Und so wird das auch bei diesen Leuten sein, die mich dann den ganzen Nachmittag mit E-Mails zubetonieren, obwohl ich schon unzählige Male gesagt habe, ich akzeptiere ihre Meinung, aber es ist nicht meine. Lassen wir es gut sein. Ja. Es gelingt mir nicht immer gleich. Ja. Ja, das wird der Grund sein. Ich glaub's. Bin mir nicht sicher. Ja. So. Das heutige Video, um Dog Special typisch derb zu bleiben, behandeln wir heute das Thema Faszination Packerrassen. Also, bis gleich. Nun, da wären wir.
Biologisch wird der Mensch als Säugetier eingeordnet. In dieser Klasse bezeichnet uns die Forschung als Superraubtier, welches sich durch die gesamte Tier- und Pflanzenwelt tötet. Klingt dramatisch, ist es auch meiner Meinung nach, doch irgendjemand hat sich etwas dabei gedacht, uns so zu erschaffen, wie wir nun mal sind. Und zwar völlig anders als den Rest der Lebewesen dieses Planeten. Doch, obwohl wir mit dem gefinkeltsten Gehirn und halbwegs guter körperlicher Leistungsfähigkeit ausgestattet sind, waren wir recht schnell davon überzeugt, dass ein besonderes Tier unseren Jagderfolg auf bestimmtes Wild ums 10-fache steigert. Um welches Tier es sich hierbei handelt, ist kein Geheimnis. Es geht um den Hund. Das Wildschwein und das Rotwild, die zählten schon vor etwa 300.000 Jahren zur Beute des Homo sapiens. Schnell wurde dabei ein ungeschickter oder schwacher Jäger schwer verletzt oder gar getötet. Wildschweine sind Kampfmaschinen im Überlebensmodus, die schlagen, die beißen, die rammen, die sind ausgestattet mit enormer Muskulatur und Powergewicht. Ich traf mit Vito bis jetzt 2-mal in der Dämmerung auf Wildschweinrotten und begann immer sofort damit, seine aufkeimende Aufmerksamkeit runterzubremsen, um nicht aufzufallen. Ja, diese Tiere taten uns nicht, aber ich sage Ihnen was, mir ist es lieber, ich treffe keine Wildschweine, als dass ich sie treffe. Und ich habe allerhöchsten Respekt vor diesen Tieren, das sind wahre Tanks. Ja. Auch das Rotwild weiß sich sehr, sehr gut seiner Haut zu wehren. Da ist schnell mal ein menschlicher oder hündischer Schädel durch die Hufe eingeschlagen und vom Geweih des Hirsches müssen wir erst gar nicht mal reden. Ja. Hunde sind im Normalfall schneller als Menschen, viel schneller. Nicht nur im Lauf, nein, auch dabei das Wild zu lokalisieren, ganz klar, und darauf aufmerksam zu machen. Im Gegensatz zu uns sind sie dazu fähig, die Beute einzuholen, und sie scheuen auch nicht den Kampf damit, wenn es die richtigen Hunde sind. Ja, klare Sache. Und eine ganz wichtige Sache dabei war auch immer der Fakt, dass es sich bei diesem Jagdgefährten, welcher sich ausgestattet mit uns überlegenen körperlichen Eigenschaften in diese lebensgefährlichen Schlachten warf, niemals um den Vater, den Sohn, den Bruder oder um einen selbst handelte, sondern um den Hund. Ja. Und dessen eventuelle Verletzung oder gar sein Tod, die waren zwar zumeist bedauerlich, aber auch meistens als Kollateralschaden angesehen. Wobei ich davon überzeugt bin, dass es auch schon in antiker Zeit Menschen gab, welche seelisch am Tod ihres Jagdhundes zerbrochen sind. Also davon bin ich überzeugt, eine klare Sache. Ja. Wir Menschen sind Tüftler, Erfinder, Entwickler, wissen wir, gut ist nicht gut genug, das muss noch besser werden. Ja, hier übertreiben wir es auch sehr häufig. Ja. Und genauso handelten wir mit der Zeit auch zum Thema Großwildjagd mit Hund. Ja, wir kannten, wo die Schwächen beim Hund an der Jagdbeute lagen und begannen damit durch gezielte Verpaarungen und auf Kosten anderer guter Eigenschaften daran zu arbeiten. Ja, dadurch entstanden 2 Arten von Wildschwein-Jagdhundetypen. Die Saufinder, auch Saubeller genannt, welche mit besserer Nase ausgestattet waren und schneller laufen konnten, um das Wild zu finden, einzuholen und wenn möglich zu binden. Und es entwickelten sich die Saupacker, die etwas langsamer als die Saufinder später beim Wild waren, an den Saubellern vorbei bretterten und kompromisslos auf das Wildschwein draufknallten und es fixierten. Und nochmal, ich möchte hier betonen, vergessen Sie nicht, wie wehrhaft dieses Tier ist. Ja? Ja, nur um in Erinnerung zu rufen, was oder zu was Hunde fähig sein können. Ja?
Ja, die Jäger hörten die Saubeller, lokalisierten den Ort und erlegten dort angekommen das von den Saupackern in mörderischem Kampf festgehaltene Wildschwein. So lief das ab. Und genau um die Nachfahren dieser Saurüden und die Faszination, welche sie erwecken können, geht es heute in diesem Video. Diese Hunde hatten viele Namen, von Saurüde, Sauhund, Hetzrüde über Pomerscher oder englischer Blindling, englischer Dogge, englischer Hund, auch Bärenbeißer oder besonders früher Alano wurden sie genannt. Heute nennt man Hunde, die zur Packerjagd aus Wildschwein eingesetzt werden, zumeist Catchdogs. Häufig wiesen diese verschiedenen Typen der Saupacker sehr ähnliche Anatomie vor. Zwischen 50 und 70 cm Schulterhöhe und etwa 35 bis 50 Kilo schwer. Meistens kurzhaarig, gefleckt oder gestromt. Diese Hunde besaßen ausgeprägtere Muskulatur als die Saufinder, hatten größere Köpfe und meistens den etwas kürzeren und breiteren, kräftigeren Fang als die Saufinder. Und sie hatten enormen Schneid-, Jagd- und Kampftrieb. Den mussten sie besitzen. All das wurde von uns Menschen als für die Packerjagd aufs Großwild Optimale angesehen, in diese Hunde hinein vererbt. So etwas können wir. Ja. Viele Nachfahren dieser Hunde finden wir heute in vielen Hunderassen wieder. Doch aufgepasst, hier muss man auch etwas unterscheiden. Nicht alle Hunderassen, welche man als Packerrassen bezeichnen kann, haben auch dieselben Vorfahren. Klare Sache. Typische Rassen, welche direkt von diesen mittelalterlichen Sauhunden abstammen, sind als Beispiele genannt die Bordeaux-Dogge, die Deutsche Dogge, der Deutsche Boxer, der Broholmer und noch einige andere. Selbstverständlich hat sich deren Anatomie im Vergleich zu damals heute schon etwas verändert. Viele dieser Hunde wären heute körperlich nicht mehr dazu fähig, als Packer bei der Wildschweinjagd eingesetzt zu werden. Der Cane Corso, welcher zu 100% ebenfalls als Packerrasse bezeichnet werden kann, in seiner Erscheinung häufig einen Hund darstellt, der schon vor 2000 Jahren zur Saujagd verwendet wurde, der war schon da, bevor man an den Saurüden des Mittelalters bastelte. Während aber der Bull Arab, der heute zu den besten Saupackerhunden der Welt zählt, eine sehr junge Hunderasse ist. Abgesehen davon kommen und kamen auch Hundetypen als Packer zum Einsatz, welche sich anatomisch sehr weit vom typischen Catchdog entfernen, wie zum Beispiel der Edelterrier oder der korsische Cursino. Doch zumeist hat der typische heutige Saupacker sehr ähnliches Auftreten vorzuweisen. Dogo Argentino, Presa Canario, American Staffordshire Terrier, American Bulldog. Und für mich persönlich fällt ja auch der Catahoula Leopard Dog, der ebenfalls als Saupacker zum Einsatz kommt, anatomisch in diese Kategorie hinein. Auch wenn er sich im Aussehen eher an muskulöse Laufhunde orientiert. Das ist ein Hund, der zu meinen Geheimfavoriten zählt. Das ist ein wahnsinnig toller Hund, der Leoparde. Ja. Ich weiß, dass diese Packer auf viele Menschen faszinierend wirken, auch mich faszinieren sie. Aus hauptsächlich 3 Gründen. Einer davon wäre ihre Geschichte, die mich wahnsinnig beeindruckt. Denn Sie müssen sich mal vorstellen, ja, was diese Hunde bei ihrer Erschaffung mitgemacht haben. Welche Prüfsteine denen in den Weg gelegt wurden, damit sie zum perfekten Wildschweinkämpfer wurden. Da muss ich nicht ins Detail gehen. Jeder, der sich bewusst ist, wie raffiniert grausam der Mensch sein kann, wenn er sein Ziel oder eines seiner Ziele erreichen möchte, der kann sich das vorstellen. Ja. Ein weiterer Grund wäre ihr Aussehen. Die meisten dieser Hunde sehen aus, als wären sie aus Stein gemeißelt und viele davon fühlen sich auch so an. Ja. Sie sind muskelbepackt und erwecken den sofortigen Eindruck von großer Athletik. Das ist eine Sache, die mich wahnsinnig beeindruckt bei diesen Hunden. Mir sehr gefällt. Eine Geschmackssache, ganz klar, aber ja, so ist es nun mal im Leben. Und der dritte Grund ist hauptsächlich ihre Leistungsfähigkeit. Obwohl, schauen Sie, überschwere American Bulldogs des Johnson-Typs oder
auf extreme Anatomie gezüchtete Bordeaux-Doggen. 80 Kilo schwere Cane Corsos, das sind alles Hunde, die ich nicht mehr als allgemein leistungsfähig bezeichnen würde. Klare Sache. Doch vernünftige Linien der typischen Packerrassen bescheren uns extrem explosive, bewegliche und wahnsinnig starke Hunde. Ich sage Ihnen was. Viele von Ihnen wissen, wie ich zu dieser Hundetype der Gebrauchshundeklasse stehe. Um einige aufzuzählen, hier meine ich zum Beispiel alle 9 offiziell anerkannten Gebrauchshunde vom FCI. Wir wissen schon, Dobermann, Rottweiler, Deutscher Schäferhund, Schnauzer und so weiter. Und diverse andere Hunderassen, die in ähnliche Kerbe hineinschlagen. Sie wissen, wie sehr ich diese schneidigen Hunde liebe. Und ich führte auch schon viele dieser Hunde an der Leine, hielt sie zu Demonstrationszwecken Vollgas gebend bei Schutzarbeit fest und spürte, wenn die mit aller Kraft vorwärts wollten. Da steckt schon einiges an Schmalz dahinter, gar keine Frage. Aber glauben Sie mir eines, es ist klar oder ein klar erkennbarer Unterschied festzustellen, ob ein 40 Kilo schwerer deutscher Schäferhund, Schnauzer, Dobermann oder ein gleich schwerer American Bulldog, Amstaff oder Dogo Argentino nach vorne möchte. So sehr ich erstere liebe. Die Packer haben um einiges mehr an Schmalz im Sortiment. Das ist so. Schauen Sie, ich poltere diese Dinge nicht nur so als Spaß raus. Die basieren alle auf Erfahrungen, auf Erlebnissen. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Ich besaß ja selbst einen Packer 14 Jahre lang mit meinem American Pitbull Terrier Attila. Der war 27 Kilo schwer. Ich garantiere Ihnen, mein aktueller Hund Vito, mein Bandit, wirft knapp 40 Kilo an die Waage. Und wenn der mit Vollgas nach vorne marschiert und ich es ihm gestatte, dann entwickelt auch der gutes Drehmoment. Vertrauen Sie mir, der hat schon Kraft, der Hund. Attila war 13 Kilo leichter. 13 Kilo leichter und hatte dasselbe an Power. Ich erzählte Ihnen mal von dieser Presa Canario Hündin eines meiner Freunde, die völlig am Rad drehte. Da ging vieles schief in der Erziehung. Diese Hündin war permanent im Vorwärtsmarsch. Permanent. Die war 35 Kilo schwer und ich führte sie häufiger an der Leine. Und die gab permanent Vollgas. Die hatte doppelt so viel Schmalz wie ein nach vorne marschierender 40 Kilo schwerer Dobermann. Ich weiß das, weil ich beide Hundetypen Vollgas gebend schon an der Leine führte. Schauen Sie, es ist schon ein Unterschied in der Kraftentwicklung dieser Hundetypen. Diese Hunde wurden für pure Kraft erzeugt, ja, und das legen sie auch an den Tag. Ich habe es gespürt und das ist meine Meinung. Charakterlich muss man etwas aufpassen bei diesen Hunden, speziell dann, wenn man mit ihnen an der Schutzarbeit arbeiten möchte. Schauen Sie, viele dieser Packerrassen eignen sich vorzüglich für die Arbeit am Platz. Viele dieser Packerrassen sind mit gutem Will to Please ausgestattet. Selbstverständlich kommt hier immer das Thema Individuum, das Thema Halter selbst zum Zug. Eine klare Sache. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Man kann nicht verallgemeinern. Bis zu einem gewissen Punkt geht das. Ja. Nochmal, mit vielen dieser Hunde kann man am Platz sehr gut arbeiten. Viele eignen sich dafür. Einige typisch Vertreter dieser Packerrassen wären zum Beispiel der deutsche Boxer, gar keine Frage. Aber auch der Cane Corso oder der American Bulldog, speziell dann, wenn er einen Vertreter der etwas leichteren Linien wie den Hybrid-Typen oder den Scott-Typen darstellt. Häufig sind die Johnson-Typen des American Bulldogs etwas zu schwer, zu klobig für diese Art Sport oder Arbeit. Ja. Doch ich persönlich
würde eher Abstand halten von der Arbeit am Wehrtrieb mit diesen Hunden. Sie verstehen schon, Schutzarbeit, Beutetriebarbeit, Wehrtriebarbeit. 2 verschiedene Paar Schuhe sind das. Es mag den einen oder anderen Packerbesitzer da draußen geben, der erfolgreich am Wehrtrieb mit seinem Hund am Platz arbeitet oder privat mit diesem Hund diese Form der Schutzarbeit absolviert und den Hund trotzdem hervorragend und kontrolliert durchs Leben führt. Keine Frage. Ich persönlich, das ist meine Meinung, würde Abstand davon halten. Es gibt viele Packerrassen da draußen, die sich vorzüglich für die Schutzarbeit eignen, doch würde ich hier immer eher den Beutetrieb forcieren, den Wehrtrieb. Da dieser Trieb häufig von diesen Hunden aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, aufgrund von Vererbungsgenetik zu sehr verinnerlicht wird und an den Tag gelegt wird. Somit sind diese Hunde häufig sehr schwierig zu führen. Diesbezüglich gibt es geeignetere Hunderassen, wie die typischen Gebrauchshunderassen etc. Das ist meine persönliche Meinung. Doch abgesehen davon sind diese Hunde gut erzogen, absolut loyale, familienbezogene Topkumpels, Sportkameraden, Beschützer, die häufig mit natürlichem Schutztrieb ausgestattet sind. Das sind toll aussehende, leistungsfähige Kraftpakete mit ganz besonderer Aura. Sie sehen auf meinem Kanal sehr viele Vertreter dieser Packerrassen. 90% aller Molosserrassen können als Packer bezeichnet werden, wurden ursprünglich auch als Packer eingesetzt. Also das sind schon Hunde, die eine gewisse Aura ausstrahlen. Man muss aber auch ein gewisser Typ Mensch sein, um mit einem typischen dieser Packerrassen erfolgreich und problemlos durchs Leben gehen zu können. Packerrassen sind geeignet für sportliche Menschen, für körperlich und geistig gesunde Menschen, für vernünftige Menschen, ja, die wissen, ja, wie der Hase läuft, was diese Hunde können, wofür diese Hunde erschaffen wurden, was die anrichten können, wenn man Fehler in der Erziehung an den Tag legt. Ja. Aber wie gesagt, wenn diese Hunde gut erzogen werden, gut geführt werden, geht fast nichts drüber, meiner Meinung nach. Die sind zumeist überall mit ihnen dabei, sind hauptsächlich sehr sportliche, überaus leistungsfähige Hunde. Ja, das sind Hunde, die faszinieren können, ausgestattet mit enormer Athletik, zumeist sehr ähnliche Anatomie vorweisend, kurzhaarige Hunde mit kräftigen Köpfen, kräftigen Fang, ausladender Muskulatur, sehr starker Hinterhand, meistens breiter Brust der Hunde, bei denen Sie die Muskulatur durchs Fell durchglänzen sehen, wenn die Sonne auf sie scheint. Und das sind alles Dinge, die schon beeindrucken können, wenn man auf so etwas steht. Hunde, die sich wahnsinnig toll für die Familie eignen, sehr toll eignen für sportliche Menschen, wenn es nicht zu schwere Hunde sind, denn auch Mastiffs zählen zu Packerrassen und werden teilweise bis zu 100 Kilo schwer. Also hier muss man, wenn man ein sehr sportlicher Mensch ist, natürlich schon etwas auf die Bremse steigen, brauchen wir nicht drüber reden. Die ganzen extrem gezüchteten Mastinos, Cane Corsos, Bordeaux Doggen und so weiter, für die gilt natürlich dasselbe. Na, hier sprechen wir von vernünftigen Linien, die noch einen leistungsfähigen Hund darstellen. Und da sind Packerrassen für mich persönlich in der Welt der verschiedenen Hunderassen nur ganz, ganz schwer allgemein gesehen zuschlagen und mit Sicherheit zählen sie zu den faszinierendsten Hundetypen da draußen. Ja, für mich tun sie das. Ja, liebe Zuseher, so viel zu den Packerrassen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.